Herzlich willkommen zur Cockpit-Schulung. Ich möchte Ihnen heute alle Neuheiten zeigen, die es im Cockpit im Zuge der Migration gegeben hat. Als allererstes, wenn Sie sich am 19.09. nach der Migration in Ihr Cockpit einloggen wollen, müssen Sie sich einmal ein neues Passwort zulegen. Danach können Sie sich wie gewohnt im Cockpit anmelden. Wenn Sie sich dann im Cockpit angemeldet haben, werden Sie ganz schnell erkennen, dass wir keine grundsätzlichen Änderungen vorgenommen haben. Wir haben, wenn ich auf die größten Änderungen einmal eingehen darf, die Montageplanung verbessert. Hier haben wir mehrere Filter neu hinzugefügt. Wir haben die Auftragsposition von den Aufträgen gelöst, damit man schneller Auftragspositionen finden kann. Und wir haben eine Notizliste hinzugefügt. Diese gab es bis jetzt noch nicht. Bis jetzt konnten Notizen unter Aufträgen, Auftragspositionen oder auch Objekten angelegt werden und mussten dann in diesen Bereichen einzeln gesucht werden. Nun haben wir die Möglichkeit, unter der Notizliste alle Notizen zu finden. Als allererstes möchte ich einmal auf die Montageplanung eingehen. Hier haben wir den Reiter Ressourcen, der vorher bei der Firma zu finden war, jetzt hier angeordnet, damit die ganze Montageplanung nun gebündelt genutzt werden kann. Gehen wir einmal über zur Planung. Anhand der Montageplanung möchte ich auf ein paar kleine Neuigkeiten eingehen. Wir können jetzt in der Montageplanung bei den Notizen zuweisen. Das hat den Vorteil, dass wenn zum Beispiel irgendwelche Terminbestätigungen gemacht werden müssen oder irgendwelche Kundenabsprachen stattgefunden haben, dass diese Notizen an die richtigen Personen weitergegeben werden können. Dies können wir machen, indem wir eine Notiz anlegen, zum Beispiel Kundentermin bestätigt. Und wir können diese Information, diese Notiz, können wir dann dem Mitarbeiter zuweisen, der für diesen Auftrag oder für diese Terminplanung zuständig ist. Dieser Mitarbeiter, in diesem Fall Martin Meyer, wird dann eine automatische E-Mail-Benachrichtigung erhalten und kann diese Information dann für sich nutzen oder kann die nächsten Prozesse dann anstoßen. Diese Notiz wird hier dann direkt hinterlegt und kann dann von jedem Mitarbeiter, der auf diesen Auftrag Zugriff hat oder auf das Cockpit Zugriff hat, eingesehen werden. Weiteren haben wir darauf geachtet, dass wir bei der Montageplanung eine möglichst gute Performance haben. Das heißt, dass man schnell Teams zuteilen kann, dass diese Zeitangaben schnellstmöglich getätigt werden können. Hier haben wir zum Beispiel auch noch eine kleine Verbesserung mit reingebracht, dass man, wenn man einen geplant von Zeitraum ausgewählt hat, dass der geplant bis Zeitraum natürlich dann in der Zukunft liegt und dass dieser dann auch direkt vernünftig verplant werden kann. Eine weitere Möglichkeit, die wir mit reingebracht haben in diese Verplanung, ist, dass man einen weiteren Planungsstatus vergeben kann. Das heißt, man kann neben der Verplanung und der Reservierung nun den Status Auftrag Anfragen auswählen. Dieser hat den Vorteil, dass wenn irgendwelche Kundenabsprachen noch getätigt werden müssen, dass dies dann durch den Status schnellstmöglich ersichtlich ist. Neben den Filtern und der weiteren Funktion Notizen zuweisen, haben wir hier im Teamkalender noch eine kleine Designanpassung gemacht. Das heißt, die Farben des Teams sind auf den ersten Blick ersichtlich und hoffentlich auch dann nutzvoll. Des Weiteren haben wir, wie zu Anfang schon erwähnt, die Notizliste eingeführt. Gerade haben wir bei der Montageplanung gesehen, dass man nun für jegliche Aufgaben oder auch Informationen eine Notiz anlegen kann. Wir hatten es bisher so gehabt, dass man unter Objekten, Notizen und Auftragspositionen Notizen anlegen kann, diese dann aber auch nur dort gefunden hat. Durch diese Liste werden nun alle Aufgaben, Informationen, die über die Notizen niedergeschrieben worden sind, aufgeführt und können dann auch eingesehen werden und natürlich dann auch je nach Status gefiltert werden. Neben der Notizliste, die jetzt neu ist, haben wir auch die neue Auftragspositionsliste. Bisher waren die Auftragspositionen unter den Aufträgen zu finden. Uns war es besonders wichtig bei den neuen Funktionen im Cockpit, dass für den Mitarbeiter oder den User, der mit dem Cockpit arbeitet, schnellstmöglich ersichtlich ist, welche Aufgaben oder welche Aufträge noch offen sind.
Deshalb haben wir einmal die Notizen mit der Liste eingebaut, sodass man diese auch zuweisen kann und dass die Mitarbeiter, die zuständig für eine Aufgabe oder für einen Auftrag sind, eine Benachrichtigung bekommen, aber auch Ansichten verbessert haben. Zum Beispiel haben wir hier unter dem Objekt bei den Aufträgen nun die Möglichkeit, Aufträge zu filtern oder auch zu sortieren. Dies waren auch schon die größten Änderungen, die Sie am 19.09. nach der Migration vorfinden werden.